Aber was willst du machen? Willst du Fische fangen oder willst du keine fangen? Aufpassen, was du sagst, Dennis. Jedes Wort ist hier drauf und kann gegen dich verwendet werden. Ich war gar nicht in Holland. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen und weiteren Folge auf dem Hecht- und Barsch-Kanal. Wir sind heute an einem doch relativ bekannten Großgewässer in Holland und versuchen Spots zu finden, natürlich im Einzelnen für Zander, denn die Zander sind nicht so unbedingt grandios drauf. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Mit dabei habe ich heute meinen besten Kumpel Dennis. Der wird versuchen, mich zu unterstützen, denn 2 Routen sind bekanntlich immer besser als eine im Wasser. Und ob das klappt und wie das funktionieren kann, wie ich da vorgehe, das seht ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen bei der nächsten Folge der Mission Titelverteidigung, wenn es denn klappen sollte. Also viel Spaß beim Zusehen. Ich bin ein bisschen heiß, ey. Geht. Also ich finde es gerade angenehm. Ich bin ein bisschen heiß. Ach so, heiß. Angekommen am ersten Spot. Über uns ist eine sehr stark befahrene Brücke und die werden wir versuchen auszutesten. Die Sonne brennt von oben, wir haben keine einzige Wolke am Himmel. Deswegen erhoffe ich mir von der Brücke auch durch den Schatten, dass wir hier den ein oder anderen Zander ansprechen können und den dann auch fangen können. Ich bin heiß, deswegen fangen wir gleich an und verlieren keine Zeit mehr. Macht Druck, ne? Wo ist er? Jawohl. Danke. Perfekt. Der erste Wertungsfisch, den man auf jeden Fall gut gebrauchen könnte. Ich habe die Größe des Gummis geändert, ich bin aber bei der gleichen Farbe Lime Chartreuse geblieben. Erstens, um weiterzukommen von der Wurfweite her und zweitens aber auch, um weniger Wasserwiderstand zu haben in der Strömung. Und das hat mir diesen fantastischen Zander beschert. Richtig geiler Fisch. Oh, der ist ganz schön gallig, ey. Der will gar nicht in der Hand gehalten werden hier. Erster Fisch, das ist gut. Wieder eine Stelle mehr. Ich habe den Fisch jetzt zurück in den Kescher getan, weil ich ihn einfach besser releasen kann dann. Und zwar einfach mit dem Kescher ins Wasser einmal umstülpen und dann kann er auch vernünftig zurück. Also Zander Nummer 1 ist im Sack, das ist gut. Und wichtig auch für die Motivation, wichtig auch für die Konzentration und natürlich auch für das Vertrauen in den Spot und in den Köder, dass man alles richtig gewählt hat. Richtig schöner Biss auch, voll auf volle Wurfdistanz. Total geil. Echt schwierig zu angeln hier. Wir haben die Strömung genau mit dem Seitenwind. Extrem viel Druck auf dem Köder. Aber noch schwerer zu fischen macht fast keinen Sinn. Weil so tief ist es dann auch nicht. Und dann drückt eigentlich der Schnurbogen immer nur noch mehr den Köder in die Steine. Auf jeden Fall brauche ich hier weite Würfe. Und die auch immer ein Stück stromaufwärts, damit ich mit der Strömung praktisch fast in meine gerade Jiglinie komme. Und den Rest muss man wirklich über ganz, ganz leichte Zupfer, vielleicht eine oder eine halbe Kurbelumdrehung machen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, damit ich die Absinkphase mitbekomme. Ja, jetzt da unten. Und was man sehen kann ist,
dass hier nicht nur Zander stehen, sondern auch Brassen. Die Schuppe auf dem Haken lässt ganz klar darauf schließen, dass wir hier Brassen haben. Und diese Brassen sind natürlich immer auch ein Magnet für Zander. Also der Platz ist geil, das steht fest. Aber nicht einfach zu angeln, ganz schön tricky. Und der Kameramann hat gelernt, einer ist keiner, so ist es. Gerade fürs Turnier. Es ist immer schrecklich, einen Fisch an dem Spot zu fangen. Oh. Wieder Brassenschuppen. Also hier ist Fisch. Ein Zander? Was ist denn das? Ein Zander, das ist bekloppt. An so einem Platz müssen einfach viel mehr Bisse kommen oder auch mal ein kleiner Zander zwischendurch kommen. Oder ich will mich nicht beschweren, ich habe einen Zander gefangen, aber das ist eben echt dieses Bekloppte, weil du einen Plan hast für eine Stelle, du nimmst dir was vor, gehst hin, fängst einen Zander und dann fängst du nichts mehr. Hä? Ja, es zieht sich so ein bisschen durch, muss man sagen. Über die kompletten Trainingstage bis auf den einen kommen immer wieder nur so Einzelfische. Gerade die Zander scheinen nicht wirklich aktiv zu sein, nicht wirklich rein zu rappeln. Da hinten sind Vertikalangler. Die sind jetzt auch schon eine halbe Stunde hier am Spot. Die haben jetzt einen Zander gefangen. Natürlich direkt am Brückenpfeiler. Da komme ich vom Ufer überhaupt nicht hin. Ist nichts. Also nächster Spot, probieren. Vielleicht geht da was. Schuhe hast du an. Ja, die sind cool. Also die sind echt gut. Ein Zander, Alter? Besser als kein Zander. Ja, nee, aber das ist ja kein Spot, den man dann anfährt. Ja, das ist was anderes. 2 Zander sind gut. Und jetzt? Ja, nächster Spot, ne? Rico, wann sind wir da? Mal einmal checken, wie wir es am schlausten fahren können. Wir fahren rüber und probieren. Ja, warte mal. Wie lange dauert das? Aber wir machen das, wir probieren das. 20 Minuten, halbe Stunde. Wenn nichts geht, weg. Na dann hopp. Ferrari. 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 So. Kein Wasser drin. Kommt schlecht ran. Schlick Rick. Schlick. Schlick Rick. Mama, das glaube ich dann. Angrio? Erster Wurf. Junge. Dennis hat jetzt einen Fisch. Kommst du klar oder brauchst du Kescher? Nee, geht. Kleiner. Fisch? Geil. Hä, nee, doch nicht, oder? Nee, ist glaube ich Doch. scheiße. Mini. Mini-Zander. Aber da.
Zander ist Zander, würde ich sagen. Hat auch nicht lange gedauert. Wieder weg. Schwein gehabt. Du musst in die andere Richtung, Kanone. Da musst du hin, genau. Abfahrt, nächste Stelle. Ja, hab eher abgerissen. Dritter Spot für heute. Gar nicht so einfach, jetzt das richtig zu interpretieren, weil das Wasser hier jetzt ganz anders ist als letzte Woche Freitag, wo ich 2 Zander hatte. Das war ein Hänger. Da sieht man aber auch, dass hier vorne so ein bisschen Kraut ist sogar vor der Steinpackung, was auch natürlich dafür sprechen kann, dass hier ab und zu mal ein Hecht geht. Oder halt auch Barsche hier an der Steinpackung lang ziehen. Aber wir probieren es einfach. Gucken mal, was die Fische dazu sagen. Ist aber auch ein Scheißwetter für Zander, Alter. Heiß. Top-Wurf, Dennis. Da fängst du jetzt. Mhm. Wenn das so sein sollte, geht die erste Kohle auf mich. Ein Fisch. Wenn das ein Fisch ist, ist das schwer. Ich glaube, das ist irgendein Müll. Jo, kapitale Äste. Aber sich nett angefühlt. Wenn man schon nichts fängt, da muss man wenigstens Spaß haben. Leute, das ist jetzt das Signal für den Spotwechsel. Spotwechsel angekündigt. Time is over. Time's up. Tja, brutale Stelle, Enrico. Ja, wir sind am nächsten Spot mehr oder weniger angekommen. Also der Spot auf der Karte sieht super aus, in Realität aber nicht so ganz einfach zu befischen. Wir angeln jetzt hier ein paar Würfe und dann gucken wir mal, Ob was beißt. ich faulenze, aber habe die Schnur zwischen den Fingern. Der Schnurbogen hier ist extrem groß. Deswegen ist es überhaupt nicht einfach, hier vernünftig Gefühl zu bekommen. Ich mag es nämlich nicht so umzugreifen. Also es gibt ja viele, die so angeln und dann warten, bis die Schnur da ist und dann so dementsprechend hier den Finger platzieren. Aber da muss man auch immer darauf achten, wo man ist. Und deswegen angel ich so. Übrigens gelernt von ganz alten Hasen vor ca. 20, 25 Jahren. Fisch. Du Scheiß. Aber wirklich, wow. So, der hat den so weggehauen, der guckt hinten wieder raus.
Köfi Bleakshad Natural Perch gegen The Naturalist Natural Perch. Obernicer Fisch, ey. Boah. Geil. Und natürlich lassen wir den nicht plumpsen von ganz, ganz oben. Na. Wow, wow. Boah. Brutaler Fisch. Und ich glaube mal wieder habe ich eine Stelle gefunden, die nicht so viel geangelt wird. Boah, ist der da reingescheppert, ey. Junge, er hat sich weggenagelt. Ja, jetzt auch Dennis mit dem ersten Barsch. Das ist eine Zange? Zeig deine Manneskraft. Ja. Oh, siehst du. Schöner Fisch. Auf jeden Fall ein Wertungsfisch, der Maß hat. Und je mehr wir von solchen Sachen finden, wo diese Barsche eben stehen, desto besser. Ey, mal gucken. Kostet ja gar nicht. Schlickrick. Das war der Beste. Schlickrick. So schwierig alles auch überall. Ah. Ah. Kescher. Dann mach mal da deine Spaghetti-Ärmchen. Hast du ihn? Nein, du musst hier rüber kommen, Junge. Nicht vorbeikommen, noch mal hier lang. Ja. Geh mal her, Junge. Hier, du hast jetzt längere Arme als ich. Ich heb ihn an. Na, heb einmal kurz an. Hopp. So. Weggenagelt. Nee, das wird nichts. Richtig geil, Mann. Dennis, fantastischer Fisch. Richtig cool, Mann. Toll. Gerne mehr von den Jungs. Gerne mehr von den Jungs, genau. So, ab ins Netz. Und Enrico, wir brauchen deine langen Arme. Kein Problem. Gib mal her, lass mal los. Du hast ein bisschen mehr Ärmchen. Einwandfrei. Perfekt. Ja, ich muss sagen, ich habe den Kescher wirklich schätzen gelernt. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank nochmal dafür an Fox Rage. Also für solche Angelei hier ist er wirklich super. Wir haben zum Glück einen relativ safen Barschspot gefunden. Richtig geile Ecke. Ich glaube, ich bin nicht das letzte Mal hier, sondern ich denke, dass ich mich im Wettbewerb auf jeden Fall hier zumindest mal eine halbe Stunde aufhalten werde. Geil, das stimmt mich positiv. Sehr gut. Alles gut. Junge. Das hier ist die Nord. Tja, es ist uns mal wieder eine Grenze gesetzt worden. Scheiße. Es gibt jetzt ein, zwei Alternativen, die man eventuell machen könnte. Erstmal schnell versuchen, einen Hecht zu fangen im Polder, weil das ist nicht weit weg von hier. Und dann vielleicht noch mal auf Zander zu gehen. Wird trotzdem ausgucken. Einmal gucken. Sieht doch nicht so schlecht aus. Geil wäre auch die Spitze. Komm, wir probieren das. Jo. Halbe Stunde. Und weiter. Stelle ich einen Timer. Einfach nur gucken, ob wir Resonanz kriegen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spot. Mehr als nichts fangen können wir nicht.
Komm, Johnny, Abmarsch. Ja, ich wollte jetzt unbedingt doch noch mal diese eine Stelle probieren, die wir vorhin geangelt haben, wo ich den großen Barsch hatte. Weil das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Jetzt, wo das Wasser hier so reindrückt, dadurch, dass sich die Tide jetzt verschoben hat und wir auflaufendes Wasser haben, ist hier richtig Strömung drauf. Es muss hier Zander geben. Alles andere würde mich echt überraschen, aber deswegen muss ich es noch mal probieren. Es muss hier Fisch sein. Das geht gar nicht an. Hast du einen Hänger? Wenn du hier hängst, Junge, ist Feierabend. Ja, davor wahrscheinlich alles so. Scheiße. Stimmt. Ja, platt bist. Mhm. Ich hatte eben auch einen. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht wie, in der Schnur einen Schaden bekommen, aber auch echt auf volle Wurfdistanz. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Schaut euch das mal an hier. Das ist natürlich tödlich, gerade wenn man jetzt einen großen Fisch drauf gehabt hätte. Der ist mit Sicherheit gerissen. Erstmal schnell wieder fresh knoten und dann aber auf jeden Fall gleich hier erstmal die Schnur weg. Ja, Dennis rollt die schon zusammen, das ist gut. Also ich kann es nur immer wieder betonen, lasst nicht euren Müll irgendwo liegen. Das ist eigentlich das Bescheuertste, was man machen kann. Doppelter Yucatan, der ist gut. Geht schnell, kann man bei Wind machen, bei Wetter machen, ist wurscht. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Verfechter von dem FG-Knoten und das ist mit Sicherheit auch der beste für geflochtene Schnüre. Aber der hier geht super schnell, super simpel und hält sehr gut. Deswegen mache ich den. Und jetzt fangen wir einen Zander, Leute. Jetzt müssen wir einfangen, es geht gar nicht anders. Der Platz ist einfach viel zu gut, um keinen zu fangen. Nut. I want. Willst du jetzt aufspulen? Ja. Du, wir angeln jetzt. Nur das dauert 3 Minuten. Lüge. Immer am Wasser mache ich angel so lange. Er ist langsam. Er ist langsam. Dennis kennt mich seit 32 Jahren. Ja, er ist langsam. Wenn er sagt, ich bin langsam, kann man ihm das vielleicht glauben? Ich Vielleicht glaub's aber nicht. auch nicht. Ja, das ist auch immer, eigentlich, ich mag sowas immer gar nicht, wenn man so viel abreißt, aber es ist manchmal schwierig, tatsächlich, weil gerade wenn man so Spots nicht kennt oder vielleicht sogar auch ein bisschen zu doll Risiko geht, ja, im Sinne von, man weiß eigentlich, der Hänger ist da, aber man wirft trotzdem hin, weil man ja auch denkt oder überzeugt davon ist, dass eben die Fische genau da sind, wo es strukturreicher ist. Und das ist halt oftmals da, wo die Hänger sind. Aber was willst du machen? Willst du Fische fangen oder willst du keine fangen? Ich würde gern welche fangen. Auf zum Zander. Fisch. Guter Fisch. Mama, ein kleiner, Zander. dicker Zander. Komm mal her. Hier vorne, ne? Junge, er hat einen Löffel. Yeah. Traum. Oh, das ist ein schöner Fisch, ey. Voll hoch. Und er hat richtig reingewämst. Genau hier vor den Füßen. Geiler Fisch. Und was der sich weggehauen hat, zeige ich euch natürlich auch.
den 9er Bleak Shed in der Farbe Galaxy. Genau deshalb habe ich diese Farbe entwickelt, denn wir haben den hohen Kontrast im Rücken, der sehr, sehr dunkel wirkt, aber das Durchsichtige, das Transparente im Bauch. Und dieses Transparente gibt einfach dem Licht Platz durchzuscheinen. Und das durchscheinende Licht spiegelt sich dann eben auf diesen blauen Glitzerflocken wieder und reflektiert sehr stark unter Wasser. Eine absolut geile Farbe, genau für diese Lichtverhältnisse. Also, holt euch eure Galaxies und fangt bei diesen Verhältnissen Zander. Fisch. Wie geil. Barsch. Junge, der stand dahinter. Der zuppelt schon wie einer, ne? Das ist ein kleiner Zander, aber ne, ist ein Barsch. Leute, ich sag euch, die Galaxis. Geil, geil. Da ist sie wieder. Man sieht das schon, man kann das schon so erahnen, wenn die Sonne drauf flankt, wie geil der hier unter Wasser glitzert. Da freue ich mich. Aber noch einen kleinen erwischt hier. Schicken wir gleich wieder zurück. Hat keine Lust auf uns. Ja, siehst du, Dennis. Top, 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 top. Ja, mach doch. Das ist ein schöner Fisch. Langsam, langsam. Das ist der Zander. Ne, ein Babyhecht. Original. Haben wir doch. Voll gemacht. Also schön, aber ich habe es vorhin noch gesagt. Wenn Stillstand ist, dann Tüte in. drin ist er. Karte voll gemacht. Geil, Mann. Oh, der Biss war ein Traum. Ich dachte, das wäre Ja, ein das ist so, Top-Zander. Top-Fisch, Mann. Auch noch einen abgeholt. Sauber. Kleinen, kampfstarken Hecht. Ah, 60 hat er. Ja. Ja, mehr. Der hat fast 70 wahrscheinlich. Lassen wir ihn zurück. Und tschüss. Sehr gut. Top, Dennis. Thank you. Da fangst du ein. Ah je. Die Brief und Siegel. Goddamn. Wo man denkt, das will ich gerne fischen. Da, pass auf, was ich jetzt mache. Kamera an. Am Ende lohnt es sich doch immer wieder auch an die Stellen zurückzukommen, wenn man weiß, dass sich die Gegebenheiten ändern, wie zum Beispiel tidenabhängige Gewässer oder Spots, die dann eine Menge Unterschied haben in dem Strömungsdruck, ob es klar oder trüb ist. Das sind eben die Faktoren, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Und deswegen sind wir auch heute relativ häufig von A nach B und von B wieder nach A und von A wieder zurück nach B gefahren. Einfach um zu gucken, wie verhält sich die Stelle zu den unterschiedlichen Bedingungen. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass der Tag doch sehr zufriedenstellend war. Wir haben 10 Fische, wir haben die Karte voll. Alles in allem muss man sagen, war ein richtig top Trainingstag. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle auch bei Dennis. Bitte. Und bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wieder eine spannende und interessante Folge. Schreibt doch unten mal in die Kommentare, was ihr eventuell in den nächsten Folgen nach dem YPC auch sehen wollt. Und ich werde die nächsten Tage noch Gas geben. Mission Titelverteidigung, so kann ich es jetzt wieder nennen, da wir ja doch ein paar
Fische gefangen haben. Ansonsten an den schlechten Tagen habe ich es, glaube ich, Mission Fische finden genannt. Aber ja, ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Bedanke mich nochmal. Und 100.000 Abonnenten sind unser großes Ziel. Also fleißig abonnieren, Glocke an, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ich bin raus für heute. Ende aus, Mickey Maus. Wir sehen uns beim YPC. Ciao.